wie man eine Zylindertasse dreht und in diesem Video 3 recht interessante Tipps. 2 zum Drehen und einmal geht es um meine Videoaufnahmen. Viel Spaß! Wie immer starten wir mit dem Abwiegen des Tones. Für die Zylindertassen heute nehmen wir Klumpen von 250 Gramm. Sind wir mal nicht kleinlich, 0,6 Gramm Unterschied geht schon. Boden glätten, aufschlagen und zentrieren. Wenn wir den Boden aufgezogen haben, denken wir in diesem Fall wirklich daran, bei einer Zylindertasse ist unten die Bodenkante schon recht wichtig. Das ist jetzt keine runde Form und es würde schon arg auffallen. Deswegen gerade jetzt beim Zangengriff schön darauf achten, dass man das nicht zudrückt. Lieber den Boden etwas weiter gemacht und jetzt beim ersten Knöchelzug reinschieben und dann justiert man quasi die Bodenkante neu. Der zweite Knöchelzug ist bei mir nur mit dem kleinen Finger. Eigentlich bin ich mit der Tasse schon fertig, aber ich möchte es extra dünn und hier solche Drehrillen hinein machen. Dafür ziehe ich schneller hoch, als sich die Scheibe dreht. Dann entstehen die. Und nun, wohl dem, der eine schöne gerade Schiene hat, der kann sie zum Vergleichen hier mal so auf die Scheibe aufsetzen und dann sieht man schon, was fehlt zum Zylinder. Aber es muss auch gehen, wenn die Schiene etwas abgenutzt und rund ist, dann muss man das mit dem Auge machen. Und wir kommen gleich zu einem Tipp, wie wir das gut machen. Hier ist es also wirklich sehr dünn und aber es schadet nichts, wenn ich jetzt mal als Beispiel ein paar kleine Fehler drin habe. Da schauen wir jetzt gleich danach. Was denkt ihr? Tasse fertig, Zylinder? Ich finde nicht. Und wie wir das wirklich gut feststellen, das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich hier in meiner Werkstatt an der Wand ein Regal geschraubt. Aber es geht jetzt gar nicht so um das Regal, sondern um die senkrechten Träger. In jeder Werkstatt steht ein Schrank, ist ein Türrahmen, ein Fensterrahmen, irgendetwas Senkrechtes im Raum. Ich habe, um das zu demonstrieren, jetzt hier mal eine Wasserwaage neben die Scheibe gestellt. Diese orange Farbe ist besser zu erkennen. Ja, die habe ich jetzt einfach nur mal so für dieses Video hier hingestellt. Hier ist die gerade gedrehte Tasse und dort die Wasserwaage. Und wenn wir jetzt den Kopf theoretisch auf die Seite drehen, dann machen wir ein Auge zu und schauen uns wirklich mal die Linie zu der Senkrechten an bei der Wasserwaage oder wenn ihr im Raum eine Tür habt oder Türrahmen, was auch immer. Und seht ihr, das ganz oben und unten etwas fehlt und hier müsst und dürft ihr wirklich pingelig sein. Das Auge ist sehr genau. Ich mache jetzt schnell, so gut es geht, diese 2 Dellen weg und wir kommen zu etwas anderem, was sehr, sehr wichtig ist. Und zwar
der Rand der Tasse. Hier ist vielleicht auch etwas Philosophie gefragt oder meine Philosophie, wie ich es sehe. Es geht in dieser Videoreihe ja eigentlich auch wirklich darum, wie ich etwas herstelle und sehe. Ob ihr euch das annehmt oder nicht, stelle ich euch ja frei. Also reden wir über diesen dünnen Rand. Schaut diese hübsche Frau, ihr Mund, er läuft spitz zu. So, machen wir das ein bisschen kenntlicher. Und jetzt hätte ich 3 Chancen, wenn das die Wandung der Tasse ist, die so zu gestalten. Oben dick, oben ein bisschen gebogen oder eben ein sogenannter dünner Trinkrand, der eben jetzt, oh wie Wunder, genau zum Mund passt. Probiert es einfach selber aus, macht unterschiedliche Tassen, schaut einfach mal aus welchem Gefäß man am besten trinken kann. So, und weil jetzt eben der Drehprozess unterbrochen war, lasse ich euch mal mit dem Drehprozess einer 9-Zylinder-Tasse allein. Kommen wir schnell noch zum Vermessen des Ergebnisses oder vom Gefäß. Ich habe meistens Pi mal Daumen oben 10 cm Durchmesser, also am ausgestellten Rand. Sieht ein bisschen klein aus. Ja, knapp fast 10. Und in der Höhe sind es eigentlich immer 12. Ja, es sind 12 cm. Das ungefähr kann bei 250 Gramm Ton bei einer Tasse herauskommen. Kommen wir hier noch, weil es eben kurz im Bild war, zu meinem Kniff, wie ich manche meine Videos mache. Und zwar, man nimmt einfach hier eine Handzwinge und kann sich sein Handy reinklemmen. Dann kann man prima mit 2 Handys filmen. Nach einer Trocknungsphase sind die Tassen nun lederhart. Ich zeige euch hier schnell, wie ich mal eine Tasse henkle. Es kommt aber wirklich noch ein ausgiebiges Henkelvideo. Wir streichen schön den Ansatz vom Tonstück glatt, dass wir keine Luft einschließen, setzen die Tasse oben an und rubbeln hin und her, dass wirklich keine Luft drin ist. Und dann wird der breitere Ansatz
zur Tasse hin schön verstrichen. Wenn das dann soweit fest ist, dann fasst man die Tasse in der linken Hand und die rechte Hand macht man nass, den Henkel auch. Und dann kann man den Henkel ausziehen. Ich habe dummerweise es ein Stück zu hoch gehalten, aber wie gesagt, ein Henkelvideo wird kommen. Wenn man dann sieht, der Henkel ist zu lang, kann man ein Stück abkneifen. Dann behält man hoffentlich die Spannung fast hier so drunter. Und dann richtet man, ist ein bisschen schief, richtet man den Henkel aus. So, und das sieht jetzt aus wie ein relativ großer Bogen. Und wenn ich aber jetzt hier unten ein bisschen festmache, dann wird es schon harmonischer. Und jetzt kann man unten den Henkel rundherum schön befestigen und je nachdem, was man möchte, das befestigen. Ich fasse innen dagegen und ich mache hier jetzt mal 3 Punkte. Das Ganze wird jetzt mit dem Schwamm schnell noch sauber gemacht, auch oben am Ansatz, und dann kann eigentlich die Tasse unter einer Folie ein bisschen warten. Wenn der Henkel euch nicht gefällt, ihr könnt jetzt noch vielleicht ein bisschen drücken oder ganz und gar ihr stellt sie auf den Kopf, dass der Henkel etwas aushängen kann und sich die Form nicht zurückbildet. Die Tasse ist jetzt schon einige Zeit getrocknet und wie wir vorhin unser Auge geschult haben, sehen wir, dass hier unten so ein ganz winziger Absatz ist, der einfach vom Drehen entsteht, und der gefällt mir bei einem Zylinder nicht wirklich. Ich mache ihn weg. Man könnte stundenlang mit dem Schwamm wischen oder abdrehen, beides will ich nicht. Ich warte wirklich ab, dass der Ton ziemlich hart ist und dann mache ich das hier mit einem glatten Messer einfach weg. Das sieht dann wirklich niemand, das ist von der Glasur überdeckt, und dann kann ich hier nochmal mit dem Messer die Glasurkante nachschärfen. Es geht wirklich schön, wenn das fast schon weiß getrocknet ist. So, und dann nehme ich einfach schnell den Finger und mache den ganz harten Grat weg. Und dann ist die Tasse eigentlich soweit fertig, kann trocknen und dann geht es ab zum Ofen.